Hi und herzlich willkommen hier auf pierosini.com, die Weinshow. Und ich bin froh, dass ihr heute eingeschaltet habt, denn wir haben heute einen speziellen Gast hier in der Show, Vincent Brunnemeyer. Schön, dass ihr hier bist. Vincent, wirklich, vielen Dank, dass du heute Zeit für mich hast. Danke für die Einladung. Hallo. Gerne, gerne. Sag mal, für die, die Weingut Brunnemeyer nicht kennen, es gibt wahrscheinlich nur einige, denn ich sag mal, manche kennen John Coltrane im Jazz, manche kennen Pelé im Fußball. Die Wein trinken, kennen meistens Weingut Brunnemeyer. Die euch nicht kennen, ganz kurz Weingut Brunnemeyer erklären solltest, vielleicht auch so Weingut-Geschichte, was so toll an dem Kammtal und ja, bitte. Also wir sind sehr bekannt für unsere grüne Veltliner und Rieslinger. Wir sind also in Österreich. Wir sind in Österreich, ja. Niederösterreich, ja. Um genauer zu sein im Kammtal und noch genau in Langelois. Ja. Das ist ungefähr eine Autostunde nordöstlich von Wien entfernt, knapp an der tschechischen Grenze und sehr nah am Waldviertel, wo es zu kalt ist schon zum Wein anbauen. Ja. Und durch diese Kühle der Winde des Waldviertels kriegen wir sehr frische und aromatische Trauben. Entschuldigung, wenn ich kurz zwischenfrage. Also die Wachau ist vom Renommee international wahrscheinlich vielen bekannter als das Kammtal. Ja. Sage ich jetzt einfach mal so. Ja, das ist wahr. Ist wahr. Gibt es da den krassen Unterschied, Kammtal, Wachau, ganz kurz? Also vielleicht haben wir im Kammtal nicht so bekannte steile Hänge. Ja. Wir haben den Heiligenstein als Heiligen Stein. Aushängeschild sozusagen. Holy Stone. Holy Stone. Und haben auch viele tolle ersten Lagen, darunter auch Spiegel, Käferberg, Lamm, ja. Heiligenstein wie erwähnt. Und haben auch eine sehr hohe Diversität an verschiedenen Traubensorten, wie Pinot Noir, Cabernet Franc, Zweigelt, St. Laurent, also auch Rotwein. Relativ umfangreich. Umfangreich, ja, genau. Aber speziell. Ja. Vincent, kommen wir mal kurz auf dich zu sprechen. Du hast das elterliche Weingut irgendwann verlassen. Genau. Was heißt verlassen? Ja. Du wolltest in die weite Welt. Ja. Was mich jetzt so interessiert ist, was hat dich damals dazu bewegt, zu sagen, okay, ich bin jetzt mal kurz weg? Also wer Hermann Hesse gelesen hat, ja? Siddhartha, der Buddha, der Prinz, der den Palast verlassen hat und dann weggegangen ist und vom fließenden Wasser alles gelernt hat, habe ich durch verschiedene Ausbildungen auch eine Diversität an Ausbildungen genießen dürfen und auch ein Praktikum in Burgund bei der Domaine du Chac. Okay. Tolle Zeit gehabt und dort hat mich dieser berühmte Weinzeck gebissen und seitdem bin ich süchtig nach Wein. Okay. Und auch nach Wein machen. Ja. Das heißt, du bist dann irgendwann, weil du hast ja auch eine Zeit lang in Wien, du hast auch also du bist immer noch DJ. Richtig, Okay, bist also für die Vibes auch auf der Fläche und im Wein auch verantwortlich. Also hier nochmal ganz kurz gesagt, also wenn ihr mal ein Weingut, beziehungsweise einen Wein vom Weingut Brunnemeyer im Glas haben solltet und irgendwie eure Hüfte fängt an zu schwingen an, das spielt schon ein Vibe mit. Ja. Da spielt schon der Vibe mit. Ja. Vincent, du hast 2011 deinen ersten Jahrgang von deiner Linie Vincent Spiegel gelauncht. So ist es. Sagt man eigentlich gelauncht? Weiß ich gar nicht. Auf den Markt gebracht auf jeden Fall? Auf den Markt gebracht, genau. Was mich jetzt so interessiert ist, wenn du jetzt jahrelang weg bist und kommst dann wieder und du machst auf einmal deinen Wein. Wie war die Situation eigentlich damals? Ich kann mir gut vorstellen, gibt es viele Neider, die sagen, der Junge kommt zurück. Ist ja total easy. War es wirklich so einfach für dich oder was war die Challenge für dich? Also was war so die Herausforderung Also für dich? Ich hatte eine Vision für einen Wein. Wir haben einen Wein, also mein Vater macht einen Wein von der Rie de Lam, der mehrfach renommierte und unser Flaggschiff Veltliner. Und ich wollte in diese Richtung gehen, aber ein Tick filigraner vielleicht und ein Tick burgundischer noch. Ja. Und vielleicht ein weniger Alkohol noch. Und habe da eine Vision gehabt, ihn sozusagen zu herausfordern, meinen Vater mit diesem Wein. Und ich habe dann 2011 tatsächlich einen Weingarten gekauft, 1 Hektar von der Lage Spiegel, um einen eigenen Wein zu vinifizieren, nämlich im kleinen Holzfass im Französischen
und auch teilweise Maische vergoren. Als es mir gelungen ist, mit dem Jahrgang 2013, 2015 und 2016 auch in der internationalen Weinfachpresse einen Preis zu bekommen für Vincent Spiegel. Du hast auch nicht deinen Job riskiert im Weingut. Das heißt, dein Vater war schon... Er hat seine Faust geballt, hat sie mir an das Gesicht gehalten und gesagt, riech meine Faust jetzt. Also tatsächlich, aber mit viel Humor natürlich und zum Spaß. Also, na gut, der Druck ist schon da als Sohn von Willy Bründelmeier, da auch irgendwie Fuß zu fassen. Ja. Aber okay, die Welt ist happy und du auch. Ich bin happy, ja. Ich hoffe auch, dass mein Wein Anerkennung findet und auch den anderen Leuten, Weintrinkern, Spaß macht oder Nicht-Weintrinkern. Das ist mir ganz wichtig. Vincent, kommen wir kurz zu Kunst zu sprechen. Du bist ja, sag mal jetzt, leidenschaftlicher Kunstsammler oder das ist professionell richtig, oder werden jetzt. Werden. Also ich habe jetzt circa über 300 Exponate gesammelt. Wow. Und ich möchte nicht aufhören damit und das muss mehr werden. Und das ist der Kunstzeck sozusagen, hatte ich da. Sozusagen, ja. Ist der älter als der Weinzeck bei dir? Eigentlich schon, ja. Ja, also mit Kunst bin ich aufgewachsen auch, nicht nur mit Wein. Meine Eltern haben auch gesammelt. Ja. Und daher weht auch ein bisschen der Kunstwind mit. Und jedes Jahr darf ein Künstler meine Etikette, also unsere klassische Illustration, auf seine eigene Art und Weise interpretieren. Und kann man auch sammeln dann natürlich. Okay, ja klar. Ja. Cool. So, hieß der Wein Vincent Spiegel? Nee, Spiegel. Doch, stimmt schon. Okay. So, hier ist der Wein Vincent Spiegel, Jahrgang 2016. Und ich schütte jetzt einfach mal ein. So. Also er hat 20% Maischegärung bekommen. Also er hat schon ein bisschen die Farbe der Grüne Veltliner Schale abbekommen, aber nicht, wie du sagst, zu sehr. So, jetzt lass mal... Okay, lass uns mal mit der Nase rangehen. Oh, also von der Stilistik ganz klar burgundisch. Ne? Ja. So diese Holznoten. Holznoten, ein bisschen Butterscotch, ein bisschen so Haselnüsse. Auf jeden Fall also schon offen. Das heißt, der Wein ist wie lange im Fass, beziehungsweise wie lange lässt du den... Beziehungsweise sind ja 3 unterschiedliche Herangehensweisen. Ne? Genau. Einmal Edelstahltank, hast du gesagt. Einmal kleines französisches Holzfass und dann offener Holzgärständer mit Maischevergärung. Also er ist schon sehr, sehr, sehr offen. Hier ist es sehr, sehr kalt gerade im Keller. Wir sind hier übrigens was ist das, historisches? In der Vinothek. In der Vinothek, genau. Ist schon beeindruckend und lass mal probieren. Oh, also wow, also ist schon, der Wein hat einen sehr tollen Körper, also ist halt nicht so toller Körper. Nicht so üppig, ist nicht so üppig, fett, nein, er zeigt jetzt nicht so viel Muskeln, aber er zeigt... eine präzise Säure und genau. die ist ja... die ist wirklich sehr erfrischend. Also es ist sehr ausbalanciert. Jetzt nicht mit der tollen Zitrusaromen halt. Man hat da wirklich, wenn der Wein im Gaumen ist, du hast ein sehr lebendiger Wein wirklich. Ja. Du hast natürlich die Noten, die wir in der Nase hatten, die hast du auch im Gaumen, irgendwie kommen wieder zurück. Sehr vibrierend. Ja, es ist und ist sehr lang. Und lang, ja. Ja. Und elegant auch und fein, glaube ich. Ja. Vincent, das ist keine Frage ein großer Wein. Danke, ja. Die von der Stilistik her, wie gesagt, sehr burgundisch. Potenzial, was sagst du? Machst du deine Weine für den, ich sag mal, für den schnellen Gebrauch oder Nein, sagst du, sollen langlebige Weine sein? Also es sollen langlebige Weine sein. Also dieser Wein braucht ja mindestens 3 Jahre Flaschenreife, die jetzt bald erreicht hat. Ja. Ich finde, er hat diesen Sweet Spot gerade zum Trinken. Super. Also macht wahnsinnig viel Spaß zum Trinken. Ja. Ich hoffe, du siehst das genauso wie ich. Ja. Und ich glaube, dass dieser Jahrgang, dieser Wein auch das Potenzial hat, wenn er richtig gelagert wird unter idealen Luftfeuchtigkeit und Temperatur,
auch ein Leben lang zu halten. Ja, also hier sind noch ein paar Fächer frei in der Vinothek und ist natürlich was ganz Besonderes. Ja. Vincent, wirklich, vielen Dank, dass danke du... dir. Ja, nee, danke dir, dass du Zeit gehabt hattest. Und ich wünsche dir auf jeden Fall für deinen weiteren Weg alles Gute. Danke. Ich hoffe, wir sehen uns dann irgendwann bald mal wieder. Hoffe ich doch auch, ja. Also, in dem Sinne, alles Gute. Danke. Und ja, das war's auch schon für heute mit Vincent Bründelmeier. Ich hoffe, er hat euch auch was gegeben. Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.